O Azrael, ye have to go down and take the life of a servant of mine to bring him into my presence. Jedoch, mein Diener gehört zu den Heiligen und zu meinen Freunden. But that person is one of my friends and is one of the saints. Und du musst respektvoll mit ihm umgehen. And you need to treat him respectfully. Und du musst ihm um Erlaubnis bitten, ob mitkommen will oder nicht. Ihn einladen zu mir. And you need to ask him for permission to take him. You need to invite him to come to me. Du musst ihm sagen, oh, Diener Gottes, deine Zeit auf Erden ist und du bist die Einladung. Die Menschen, öffnen wir einen Paragraph, hier ist eine Klammer. Die Menschen denken, der Tod holt sie auf und nimmt sie von dieser Welt weg. Und sie sind dann tot. Und sie wissen nicht wohin. Das ist eigentlich eine Einladung Gottes. Du bist genau zu diesem Termin, bist du eingeladen bei deinem Herrn in seine Gegenwart. Das ist eigentlich eine Einladung, nicht ein Tod. Eigentlich deine Wiederauferstehung. Oder überhaupt die Auferstehung. And Azrael has to invite him and say, oh, servant of God, please come, you are invited to come. And here we have to put something into brackets to explain more that actually when people think that when they're dying that they're actually nothing's going to happen, that they're going to go nowhere, but actually the dying is supposed to be an invitation, is a resurrection, is a going back. So we have to think it over again. It's an invitation. O Azrael, ein Todesengel, ein Engel des Todes. Geh runter und hol ihn mir, lade ihn ein zu mir. Jedoch gebe dich nicht zu erkennen. Zuerst spiel mir ein Spielchen mit ihm. So, O Azrael, go down to this world and take that servant of mine, ask him, invite him to come, but don't show yourself to him who you are truly. Let's play a game first. Entkleide dich von deinem Engelsein, bekleide dich mit 7-fach Menschlichkeit. 7 Kleider des Menschseins, kleide dich an und geh so runter. So, O Azrael, take off your clothes of an angel and put on 7 times of clothes of humanity, like those 7 human attributes, 7 clothes of humans, and go down and visit him. So dass dich niemals erkennen kann als Engel. So that he shall never realize truly who you are, O angel. Zeig dich als Mensch, als eine Beduine, als ein Geschäftsmann, Handelsmann und stell dich ihm vor als ein reisender Geschäftsmann. So show yourself to him as a Bedouin, as a businessman, as a trader, as a tradesman, and that you are just a traveling tradesman to visit him. Und so der Todesengel entkleidet sich das Engelsein und bekleidet sich mit Menschsein. 7-fach bekleidet mit dem Kleid des Menschseins. So the death angel Azrael is taking off the clothes of angel and is putting on those 7 clothes of humanity. Und wenn Todesengel eine Mutter hätte sogar seine Mutter ihn nicht erkannt.
And if the death angel had a mother, even his mother wouldn't have realized who he truly was. Und so wie sein Herr befahl, bekleidet als eine Handelsmann, geht er zu diesem Mann, wo der sich befindet, an eine Flussgegend außerhalb eines Dorfes. Und steht vor diesem Mann. So clothed as that businessman, as a traveling businessman, he is visiting the area where the man he's supposed to take is living, which is in an area where a river is flowing and close by to a village, and he's meeting that man. Und was er sah, erstaunt ihn dem Todesengel. Da ist ein Mann in einem Baum, mit halbem Körper in einem Baum. Der Baum ist so groß wie eine Höhle eingehüllt. Mit dem halben Körper, Oberkörper ist er drin, mit dem Unterkörper ist er, baumelt er raus aus dem Baum. Also so, ich bin jetzt in einem Baum und meine Füße hängen da drauf raus. And when the businessman Azrael was going down there and saw that man, he was quite astounded, quite surprised to see that that man was, one half of him was in a tree, which was like a cave around him, and then his lower parts, his legs were like dangling outside. Und es regnet in Strömen und unten unter seinen Füßen ist ein Wasserpfütze entstanden und seine Füße hier sind fast drin. Im Schlamm, in dieser Pfütze. Ein Oberkörper im Baum, eine Beine, Füße in dieser Schlammpfütze. And at that time it is pouring like dogs and cats, like really, really hard. And his upper part is in the tree still, but his feet are almost touching or in that a puddle of mud, a puddle of water that is collecting underneath his feet. Azrael a.s. in sein Erstaunen kann er das nicht fassen und sagt: Salam alaikum, oh verrückte Diener Gottes. And why being completely astonished about what he's seeing, he says, "Oh, salam alaikum, oh you crazy friend of God." Hast du deinen Verstand verloren? Oder hast du nicht Besseres zu tun? Was machst du da hier in einem Baum? Mit einem halben Körper hängen in einen Schlamm festsitzen? Hast du nicht anderes Besseres zu tun? Was machst du hier? And he says, "Have you lost your mind? Like, isn't there anything better for you to do than just being one part in a tree and the other one dangling outside, like almost covered with mud? Isn't there anything better thing for you to do?" Hast du nicht mal hier einen Tag Zeit gefunden, dass du dir eine Hütte baust? And didn't you even find one day where you could build yourself a cabin at least? Oder warst du so träge und faul, dass du dir keine Mühe machen wolltest? Ist das hier ein Leben? Was ist das für ein Leben hier? Halb im Baum, halb draußen. Or have you been so lame and so lazy that you didn't even want to get up to build yourself a cabin, that you just stayed in that tree, that one part of you is covered and the other one is not? Und der Mann im Baum sagt: Wa alaikum salam, ja qalu wal arwah. And he said,
that man in the tree said, "Wa alaikum salam, oh, Kalu Kalu bel Arwah. bel Das ist al-Wah." Arabisch. Das bedeutet, oh du, der die Seelen nimmt. And it means, it's Arabic, it means, "Oh, you who is taking the souls, Der du das Leben nimmt. you who is taking the life." Was erwartest du denn von einem Diener, der zu seinem Herrn wieder zurück möchte, dass er in dieser Welt dient für sein Ego? Ein guter Diener, der hat doch keine Zeit für sowas, für sein Ego. Er hat nur alles Zeit hier für seinen Herrn zu sein. What do you think someone is doing who wants so bad to go back to his Lord? What better thing to do than just to waste one moment for his ego, while he is just trying to be close and getting closer to his Lord? Als ich meine Augen dieser Welt öffnete, wollte ich wieder zurück, woher ich gekommen bin, wollte ich wieder zurück, aber ging nicht. Dann habe ich gesagt, dann bereite ich mich vor für ein Wiedersehen. Und ich hatte keine andere Zeit hier für etwas anderes als Diener meines Herrn zu sein und nur ihm zu gedenken. And when I opened my eyes to this world, I realized I just wanted to go back immediately. And when I then realized I couldn't go as when I wanted to, but that I will have to eventually, I decided to prepare myself because I'm just a humble servant that is trying to go back. Denn ich hörte von einem weisen Menschen, dass er sagte, und Allah sagte, oh Mensch, ich habe dich erschaffen nur für mich. Myself of the Lord. And hasn't it been said by a saint, by a holy person, that the Lord just once created the human being just for himself? Dein Auftrag und dein Dasein auf Erden ist nur deshalb, dass du mich gedenkst und nur für mich da bist, nicht für diese Welt hier und seine Ablenkungen. I've created you, O human, not to be here for this world, for your ego, but to be there and to praise me and to think of me and to work for me. Und ich wollte nichts mein Ego geben und mein Ego ablenken lassen. Und Freude dieses falschen Lebens hier wollte ich nicht haben. And I didn't want to give my ego anything that would bring him joy and enjoyment of this world, which is just fake. Und ich habe mir keine Mühe gemacht hier und wollte mich nicht ablenken lassen mit einer Hütte bauen. And I didn't want to try and waste my time and get distracted in this world from my job by building a cabin. Denn ich wusste auch, dass Allah alles für seinen wahren Diener schon vorbereitet hat in dieser Welt. Because I also already knew that Allah already prepared everything for His servant. Und siehe da, habe ich diesen Baum gesehen. Mit einer Höhle da drin, kleine. Wie heißt das, Höhlung? Ein hohler Baum. Ein hohler Baum. Das genau mein Zuhause sein könnte. Allah hat mich erschaffen, sagte ich. And just like that, when I was looking for a place to stay, I found that tree right in front of me, and there was a cave just fit enough for me to sit in. So Allah provided for me. Allah made everything happen for me. Und du kannst nicht wissen, was für eine Freude ich da fühlte in meinem Herzen. Allah hat für mich schon mein Haus vorbereitet. And you can't even imagine what it is, what joy it was when I realized that Allah already built myself a cabin. Und sofort ging ich da rein, aber meine Füße kamen nicht rein. Die blieben da draußen. Also habe ich mir gedacht, so viel Nasib, so viel hat er für mich nur hier vorgesorgt. Ich bin auch dafür dankbar, dass ich mit meinem Oberkörper da drin bin. And
I immediately crawled into that cave of a tree, but when I realized that my feet didn't fit in, I was just like, well, it was my nasib. It's just written that I only will stay with the upper part of my body in that Und ich war tree. glücklich, so viel wie Allah mir gab. And I was as happy with everything that Allah gave me. Und du kommst jetzt und willst mich ablenken. And now you come along and try to distract me from that? Ich habe mich vorbereitet für meinen Herrn und habe immer auf diese Zeit gewartet, dass du kommst. O du Kalb al-Arwah, o du, der die Seelen nimmt. And I prepared myself to go back for you to come and take my life. And now you want to come and distract me, O Kalu el-Abrah, or Kalb life. al-Arwah. Und der Todesengel ist so erstaunt, sagt er. Also das gibt's nicht. Ich habe mich als Mensch bekleidet und niemand kann es wissen, als nur der Herr konnte es wissen hier, dass ich ein Engel bin. Wie hast du mich denn erkannt? And the angel was so surprised that he said, how I was clothing myself as a human being, and only the Lord himself knew that because he ordered me to. How did you know? Oh, du Todesengel, sagt der Mann im Baum. Hast du nicht verstanden? Ich bin ein Diener Gottes. Und ein wahrer Diener Gottes schaut mit Augen Gottes. And then the man in the tree said to the death angel, "Oh, you angel, haven't you understood already? As a servant of the Lord, I'm watching with the eyes of the Lord. Hört mit Ohren Gottes. Listen with the ears of the Lord. Weiß mit Wissen Gottes. And I know with the knowledge of the Lord." Bevor du die göttliche Gegenwart verlassen hast, wusste ich schon, dass du unterwegs bist. I already knew that you would come. Weil der Herr, gleichen Zeit, wie er zu dir sprach, was du alles zu tun hast, öffnete er meine Leinwand des Herzens und ich bekam alles mit. And when he gave you the order to come and take me, inside my heart a screen opened and I saw everything happen. Was sagte der Herr zu dir? Spielen wir erstmal ein Spielchen mit meinem Diener. And didn't the Lord tell you, now we want to play a little game with my servant? Genau das sagte er zu mir, sagte der Engel. Well, that exactly the Lord said to me. Yeah, death angel said. Dabei hat der Herr und ich mit dir ein Spielchen gespielt. But it was the other way around, the man in the tree said. He didn't play a game with me, but he played a game on you. Allah, der Herr, wollte euch Engeln beweisen, dass der Mensch, der wahre Mensch, über die Stufe der Engel steht. Because the Lord wanted to prove to you angels that the true human is above the level of the angels. Dass der wahre Mensch ein wahrer Stellvertreter Gottes ist und Vollmacht hat. And that the true human is a deputy of the Lord and has got full permission of the Lord. Oh, du Freund Gottes, sagt der Todesengel. Respekt vor dir. Oh, Vergib mir. Oh, you friend of God, the death angel said, I understand, forgive me. Ich soll dich fragen, möchtest du mitkommen oder willst du doch etwas länger bleiben? Wenn du nicht mitkommen willst, darf ich dich nicht mitnehmen. Du hast dann eine Option Leben. And I was ordered to ask you for your permission, to invite you if you want to come along or not. And
if you don't give permission, if you want to stay a little longer, I'm not allowed. I've got no permission to take you. Denn für Freunde Gottes gibt es keinen Druck und Zwang. Because for the friends of God, there is no force, no torture. Es gibt nicht so etwas wie Zeitraum. So und so viele Tage musst du bleiben. Nein, ein Freund Gottes, Stellvertreter Gottes, darf selber entscheiden. Diese Privileg haben die Freunde Gottes. Wenn sie nicht gehen wollen, müssen sie nicht gehen. Because with the friends of God, there is no concept of time as we know it. It is expendable to the extent how much they want to stay, because it doesn't exist. Das Müssen zu gehen ist für das gemeine Volk. And the must go, the must to go, is only for the normal people, for the general people. Und jetzt, wenn du möchtest, dass du mitkommst, dann mach dein Abdes, deine spirituelle Waschung, bete 2 Rekat, so dass ich dich mitnehme. And the death angel also said, if you want to come along now, then please do your abdest and pray, put on your clothes and then do 2 rakats, so that we can go along. Und der Mann im Baum ist richtig genervt von der Dummheit des Engels. Oh, du Karl über Erwach, du der die Seele nimmt, hast du immer noch nicht kapiert. Rede ich gegen die Wand oder was? And the man in the tree was getting really irritated with the angel and said, "Oh, you stupid angel, haven't you understood already? Am I talking to a wall here or what?" Was erzähle ich denn hier? Ich bin schon bereit, alles ist erledigt, Abdes erledigt, Namaz erledigt, Gebet erledigt, habe ich schon alles, ich warte schon auf dich. Seitdem ich hier wohne, jeden Tag, jeden Moment bin ich vorbereitet, dass du kommst, damit du mich mitnimmst. Alles ist schon erledigt, hol mich und bring mich. And he said, "Haven't you understood? Everything is already done. I'm already done with the abdes and with the namaz and everything. Every day, ever since I'm in this cave of a tree, I do it every time. Every moment, I'm ready to go. So take me now." Und bring mich nicht hier, verschwende meine Zeit nicht hier mit dieser Gequatsche mit dir, bring mich endlich zu meinem Herrn. Darauf habe ich jahrelang gewartet. And now stop, please, all this blabbering and wasting my time. Let me now please go to my Lord. Das sind die wahren Diener Gottes. Sie wissen um die Wahrheit dieser Welt. These are the true servants of the Lord, and they know about the true nature of this world. Und sie wissen, dass alles Freunde dieser Welt falsche Freuden sind. And they know that all enjoyment of this world are just fake enjoyments. Und sie wissen, dass wahre Freude nur bei dem Herrn zu finden ist. And they know that only true enjoyment is only with the Lord. Und sie leben hier nur für ihn und sie wollen auch sterben für ihn. And they only live for the Lord, and they only want to die for the Lord. Und sie haben die Gabe, mit Licht Gottes zu sehen, mit Licht Gottes zu hören. And they were given the talent, the skill to see with the light of the Lord and to hear with the light of the Lord. Und niemand kann sie betrügen und täuschen. And nobody can fool them and try to pull a prank on them. Jeder, das versucht, hat sich selbst getäuscht und betrogen. And everybody who tries to do that just fooled and betrayed themselves. Niemand kann mit Heiligen ein Spielchen spielen. Die Heiligen spielen ihr Spiel mit. Also, sie spielen ein Spielchen
and nobody can try and play a game with them, try to play a prank on them, because they will see right through it and they will just play along, and they're going to turn it around and play a prank on you. Das Spiel innerhalb des Spiels. So it's a game inside the game. Möge Allah uns gutes Verständnis geben über die Wahrheit, May Allah give us good understanding about the truth, über die wahren Freuden des Lebens. about the true enjoyments of life. Allahu, 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 Only one Sultan, Fatiha. Peygamber enough for tonight.